Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, hier geht es um Patchwork, um Quilten und um kleine Nähprojekte. Und heute geht es um die Frage, was machen wir mit unseren übrig gebliebenen Patchwork-Blöcken? Solltet ihr keine übrig gebliebenen Patchwork-Blöcke haben, aber trotzdem mitnähen wollen, ein einfaches Stoffquadrat reicht völlig aus. Heute arbeiten wir aus einem Block Osterkörbchen mit Osterhasenohren. Unsere Osterhasenohrenkörbchen haben zur Körbchenseite zwei große Osterhasenohren und wenn wir das Ganze umdrehen, haben wir durch diesen Knopf so ein bisschen ein Gesicht erzeugt. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Für unser Osterohrenkörbchen brauchen wir zunächst einmal einen übrig gebliebenen Block. Wenn ihr keinen übrig gebliebenen Block habt, so könnt ihr jeden Stoff verwenden, den ihr mögt und daraus schneidet ihr ein Quadrat zu. Mein Quadrat hat eine Größe von 13,5 x 13,5 Inch. Ihr könnt jeden Block wählen, jede Blockgröße, die ihr gerade zur Verfügung habt. Wir legen unser vorbereitetes Quadrat auf unseren Unterstoff, damit wir ein Sandwich gebildet haben. Wir haben unseren Block, wir haben Flieseline X50 auf unseren Block gebügelt und wir haben unseren Unterstoff. Das Ganze können wir quilten, wenn wir mögen, müssen wir aber nicht. Wenn ihr euren Block vorbereitet habt, wie euch das gefällt, dann zeichnen wir in den Unterstoff unsere Briefecken ein. Wie das geht, dazu habe ich euch ein Video verlinkt mit einer ausführlichen Beschreibung. Das findet ihr unter diesem Video. Wenn wir das haben, nähen wir unsere Briefecken ein, schlagen unseren Stoff zurück, richten unsere Ecken ein, schlagen unser Binding zur Mitte. Wir stecken das Ganze einmal fest und das nehmen wir mit zur Nähmaschine. Wir setzen an unsere Nähmaschine das Kantenfüßchen ein, schieben das einmal zur Kante, senken den Fuß ab und unsere Nadel lassen wir nun einmal weiter nach rechts wandern, sodass unsere Nadelspitze ziemlich weit außen auf unseren Außenrand trifft. Wir nähen das Ganze mit einer großen Stichgröße ab. Wir nehmen unser fertig vorbereitetes Patch unter der Maschine hervor und wechseln das Füßchen aus. An unserer Maschine haben wir wieder unser Standardfüßchen, unser Patch ist vorbereitet und wir beginnen mit dem Falten. Unsere Vorderseite, unsere Schauseite bleibt außen und wir falten die Rückseite unseres Patches einmal über die Mitte zueinander. Hier nähen wir einmal den äußeren Rand ab. Nun überlegen wir, wie möchten wir unseren Rand denn abnähen. Wir können über die alte Naht gehen, dann schieben wir das unter und stellen unsere Nadel in die mittlere Position. Oder aber wir möchten ganz knapp am Rand nähen, dann schieben wir unsere Nadel ganz nach rechts und setzen unser Füßchen mit der Außenkante des Füßchens an der Stoffkante an. Und wir nähen. Unsere erste Seite ist geschlossen. Wir drehen die geschlossene Seite nach oben, öffnen unser Quadrat wieder, sodass die offene Seite vor uns liegt. Und wir wählen etwa 12 cm von der Seitenkante bis zur Patchmitte aus, um hier nun eine geriehene Naht einzusetzen. Und wir ziehen einmal eine geriehene Naht. Unsere Nadel steht auf mittlerer Position. Unsere Stichlänge ist die größte Stichlänge, die wir bekommen können. Und unsere Oberfadenspannung steht auf 0. An unserer geriehenen Naht lassen wir die Fäden sehr lang stehen. Wir ziehen das Ganze großzügig zur Seite und schneiden die Fäden ab. So schaut das Ganze nun aus. Diese geriehene Naht brauchen wir später, um die Hasenohren zu justieren. Wir klappen unser Rechteck wieder zusammen. Wir haben unsere Außenkante vernäht. Wir ermitteln die Patchmitte. Das ist bei mir ganz einfach, denn das ist schon durch mein Motiv vorgegeben. An der geschlossenen Kante tragen wir die Patchmitte ein. An der offenen Kante wandern wir 3 bis 4 cm, je nach Wunsch und Patchgröße, zur offenen Kante. Die offene Kante
meine Patchmitte und meine 4 cm habe ich abgetragen. Von hier ziehen wir eine Linie von den 4 cm bis zur Patchmitte und diese Linie nähen wir an unserer Maschine wieder ab. Wir verriegeln und wir nähen. Achtet darauf, dass ihr an eurer Maschine, bevor ihr nun weiternäht, eure Fadenspannung wieder reguliert. So schaut das Ganze aus. Wir haben 2 Nähte, die ein Körbchen bilden, und wir haben eine offene Seite, die die Hasenohren bilden. Wir öffnen unser Körbchen und bilden an der unteren Seite ein Dreieck. Wir achten darauf, dass die rückwärtige Naht genau mit unserer vorderen Naht übereinstimmt. Das Ganze drehen wir einmal um. Wir formen eine Spitze auf der Rückseite. Dieser spitze Punkt steht genau über unsere Spitze von der Vorderseite. Ein Stück höher, sie liegen nicht genau aufeinander, sie liegen nur auf der gleichen Mitte. Und wir schlagen die Seiten auseinander. Hier haben wir noch unsere Bänder. Wir richten hier auch wieder die Mittelnaht aus und formen das Ganze einmal aus. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr Videos in diese Richtung sehen möchtet und kein Video verpassen möchtet, freue ich mich sehr, wenn ihr diesen Kanal abonniert. So schaut das auf der Seite der Hasenohren aus. Wir haben unsere tiefe Spitze von der Vorderseite, wir haben die höhere Spitze von der Rückseite und wir haben unsere Seiten mit einem kleinen Versatz zueinander gelegt. Und so schaut das auf der Vorderseite aus. Wir sehen nur die große Spitze und wir sehen die übereinander liegenden Linien. Wir nehmen 3 bis 4 cm von der unteren Kante ab und nähen da unseren Boden ein. Das gleiche wiederholen wir auf der Rückseite. Auch hier zeichnen wir 3 bis 4 cm ein über die gesamte Länge. Wir haben die eine Bodenseite und wir haben hier über die gesamte Länge die zweite Bodenseite. Das nähen wir an der Maschine ein. Wir schlagen alle Stoffstücke, die wir nicht brauchen, nach hinten und nähen einmal den Boden. Auf beiden Seiten. Jetzt können wir unsere Ohren ausrichten. Wir haben unsere geriehene Naht, die verknoten wir am unteren Ende und reihen diese Seite zusammen. Wenn wir das gut zusammengeschoben haben, knoten wir das am oberen Ende einmal fest. Unsere geriehenen Fäden verstopfen wir. So schaut unser Ergebnis nun aus. Wir möchten das Ganze wenden. Wir greifen in die Tasche und stülpen das Ganze einmal um und klappen das einmal hoch. Wir schlagen den äußeren Rand einmal um. Wir schieben den hinteren Rand ein bisschen hoch und ziehen unsere Ohren auseinander. Und langsam wird ein Hasenkörbchen daraus. Wir möchten nun noch diese Mittelseite tiefer schieben, damit wir die Ohren gleich richtig schön herausbilden können. Und wir möchten den Mittelpunkt auf der Außenseite fixieren. Unsere tief gesetzten Ohren und die Rückseite vom Mittelpunkt bilden eine Linie. Das Ganze nähen wir einmal fest. Auf die gleiche Naht setzen wir unseren Knopf. Wir vernähen und wir verstopfen unseren Faden. Und wir richten unsere Ohren aus. Die Hasenohren, nicht unsere Ohren. Schieb noch einmal die Bodenstücke gut in die Ecken, damit das Körbchen auch stehen bleibt. Und yay, unsere Osterhasen-Ohrenkörbchen sind fertig geworden.
Und tada, bereits fertig gefüllt. Und es ist noch nicht Ostern und ich darf noch nicht an die Schokolade ran. Von hinten haben wir eine ganz süße Ansicht mit diesem Knopf. Und von vorne haben wir den Anblick mit diesen Osterohren. Ich komme näher. Na bitte, so sieht man es doch ganz wunderbar. Und sogar in mein kleines Körbchen passt noch Schokolade hinein. Glück gehabt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr arbeitet diese Körbchen einmal nach. Es macht wirklich Spaß, sie zu arbeiten. Und damit ich jetzt nicht an die Schokolade gehe, werde ich noch weitere Körbchen nähen und noch ein paar Osterohren-Eierbecher. Nein, die habe ich nicht alle alleine genäht. Wenn ihr ebenfalls Lust habt, diese Osterhasen, Ohren, Eierbecher zu nähen, dann schaut doch einfach mal bei, ich glaube hier, diesem Video hinein. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.